Navigation, Bezahlen, Erdbeobachtung, Wetter. Es gibt nichts in unserem Alltag. Jeder Tag haben wir im Prinzip mit Raumfahrt zu tun und unser Alltag wird davon geprägt. Wir merken davon vielleicht nicht so viel täglich, aber ich kann euch versprechen, wir brauchen die Infrastruktur im All permanent. Und wer schützt diese kritische Infrastruktur eigentlich und wie schützen wir das? Und ich glaube, da gibt es niemanden im deutschsprachigen Raum, der mir diese Frage besser beantworten kann als Generalmajor Michael Trause. Ich freue mich sehr, dass wir endlich die Gelegenheit haben zu sprechen und herzlich willkommen hier. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und danke für die Vorschusslorbeeren. Mal sehen, ob wir das machen können. Aber in der Tat ist das Weltraumkommando der Bundeswehr, das ich die Ehre habe zu führen, ein doch, ich will mal sagen, ziemlich beteiligter Player in dem ganzen Spiel. Weltraumkommando der Bundeswehr. Da kommen, glaube ich, bei Leuten, die sich damit nicht so viel beschäftigt haben, sofort irgendwie Star Wars Assoziationen. Was ist das Weltraumkommando? Was ist es? Was macht es und was ist es vielleicht explizit nicht? Ja, in der Tat. Also Sie wissen sicherlich, dass der Bundesminister Pistorius ein erklärter Trekkie ist. Das hat er ja schon selber ein paar Mal gesagt. Ich muss sagen, ich tendiere tatsächlich als Science-Fiction-Fan etwas mehr zu Star Wars. Aber um mal wieder in die Realität zu kommen, das Weltraumkommando der Bundeswehr hat den Auftrag, erstmal eine Lage im Weltraum zu erarbeiten, also überhaupt mal festzustellen, was bewegt sich da eigentlich, warum, wem gehört es und was hat der Eigentümer für Absichten. Das machen wir zusammen mit dem ressortgemeinsamen Weltraumlagezentrum, mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Raumfahrtagentur, seit über 15 Jahren bereits zusammen. So, und auf der Basis dieser Lage ist unser Auftrag, unsere eigenen Raumfahrtsysteme, hauptsächlich die militärischen, die die Bundeswehr hat, zu schützen und zu verteidigen. Also erstmal Risiken abzuwehren, die aus der Verkehrssicherheit herkommen. Wir nennen es Space Safety, das heißt das Vermeiden von Unfällen, Zusammenstößen im Weltraum. Dazu kommt es ja leider auch ab und zu. Das Vermindern natürlicher Einflüsse, das Ausweichen von Weltraumschrott und natürlich der sichere Betrieb unserer Weltraumsysteme. Und dann gibt es natürlich die militärische Aufgaben. Leider ist es so, dass Menschen und Akteure etwas dagegen haben, dass wir in und für Deutschland und für unsere Verbündeten den Weltraum militärisch nutzen und uns gegen diese menschengemachten Bedrohungen aktiv zu verteidigen, unsere Systeme zu schützen. Und natürlich es auch einem Gegner schwerer zu machen, seine Systeme gegen uns einzusetzen, ist unsere militärische Aufgabe. Weil Sie ihn ansprechen, Verteidigungsminister Pistorius, es gab einen ziemlichen, nicht Aufschrei, aber eine ziemlich doch beeindruckende Zahl, 35 Milliarden, die für Weltraumverteidigung aufgebracht werden sollen. Jetzt gerade auch das Weltraumkommando wird natürlich auch Fähigkeitslücken oder Bedarfe wahrscheinlich haben. Also das heißt, Sie müssen irgendwie aus diesem Geld eine belastbare Architektur gießen. Wo ist denn da momentan so die größte Lücke oder wo würden Sie sagen, da hätten Sie eigentlich gestern schon Sensoren oder Satellitensystem gehabt? Ja gut, da ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, hätte ich eigentlich gerne alles vorgestern schon gehabt. Lassen Sie mich zu den 35 Milliarden noch was sagen. Das hört sich an wie eine sehr, sehr große Zahl. Das ist es auch. Der Minister hat gesagt, 35 Milliarden werden wir investieren seitens der Verteidigung in militärische Weltraumsysteme in den nächsten 5 Jahren bis 2030. Da kann ich dann sagen, das wird auch noch so weitergehen, weil viele der Projekte, die wir vorhaben, dann auch später weiter laufen werden. Und zweitens, all das, was wir da vorhaben, ist in der deutschen Weltraumsicherheitsstrategie, die ja im November letzten Jahres herausgegeben wurde, hinterlegt. Da kann ich dann auch jedem nur empfehlen, die wirklich mal anzugucken. Wir haben sehr, sehr viel aufzuholen, was das angeht. Wirklich knapp gesagt, wir haben Weltraum in Deutschland zu lange als wissenschaftliches Hobby betrachtet. Wissenschaftliches Hobby ist aller Ehren wert, Wissenschaft voranzutreiben. Ist auch gut so, das muss auch so weitergehen. Aber Hobby bedeutet, dass wir das nach Kassenlage gemacht haben. Immer dann, wenn zu wenig Geld übrig war, haben wir Projekte eingestellt. Es ist auch nicht notwendig. Ne? Es ist auch egal, ob man dieses Jahr oder in 2 Jahren zum Jupiter fliegt. Der ist dann in 2 Jahren auch noch da. Das ist gar kein Problem. Aber auf der anderen Seite ist Raumfahrt und Weltraum schon seit jeher eine strategische Notwendigkeit gewesen. Sie haben
ja richtig eingeleitet, dass wir jeden Tag bereits raumgestützte Services nutzen, zum Teil ohne es zu merken. Das kommt aus der Steckdose so ungefähr. Das ist das Teil unserer kritischen Infrastruktur. Vieles von dem, was wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, von der Wettervorhersage bis zum Bankautomaten, bis zur Überweisung, bis zur Navigation, würde nicht funktionieren ohne raumfahrtgestützte Dienste. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir diese Dienste nicht nur zukunftsfähig machen, militärisch auch nutzbar machen, sondern diese Dienste auch schützen und verteidigen. Deswegen haben wir da sehr, sehr viel aufzuholen. Das machen wir nicht alleine, immer zusammen mit unseren Partnern. Da stehen wir eigentlich schon sehr, sehr gut da. Aber diese Investition ist jetzt auch notwendig, um uns da mal wirklich auch an die vordere Grenze zu bringen, als große Nation in Europa und als geschätzter Partner im internationalen Kontext. 35 Milliarden ist eine enorme Summe Geld. Was wir da in 5 Jahren ausgeben, ist ungefähr das Einjahresbudget der US Space Force. Die geben 35 Milliarden Dollar im Jahr aus. Und wir werden es trotzdem schaffen, dadurch, dass wir eben uns in Projekte da schon eingegeben haben und diese Projekte dann auch laufen lassen, dass wir da Fähigkeiten national aufbauen, die uns dann auch in die Lage zu versetzen, ein wirklich geschätzter Partner zu sein. Denn wenn Sie in einer Partnerschaft was bekommen wollen, dann müssen Sie auch was anzubieten haben. Und was ich interessant finde eigentlich ist, Sie beobachten ja auch den Weltraum, was ist da unterwegs und wer betreibt das. Und das, sage ich mal, sind wahrscheinlich die Megakonstellationen mit vielen, vielen Punkten auf der Landkarte mehr zu beobachten als irgendwie einzelne große Satelliten. Gerade aber auch die Bundeswehr zum Beispiel hat bisher eher einzelne Satelliten betreiben, ob das jetzt SAR ist. Und jetzt sind wir irgendwie im Zeitalter der Megakonstellationen, wo es viele, viele tausend Satelliten gibt. Und auch eigentlich im militärischen Bereich meine ich, so die Meinung ist, ja, wir brauchen Konstellationen, weil was Resilienz angeht, ne, es fällt ein Satellit aus, das ist dann nicht so schlimm, wie wenn ein großer ausfällt oder wir können dann einzelne nachschießen. Sie müssen es beobachten, haben aber wahrscheinlich auch den Pain mit den mehreren Satelliten. Wo ist da der Spagat, den Sie da machen müssen? Na gut, also wenn wir jetzt mal die Situation anschauen, wir reden inzwischen von 15.000 aktiven Satelliten. Pro Woche werden es zwischen 20 und 50 mehr. Alleine durch die Aktivitäten der Firma SpaceX mit Starlink. Aber auch China schickt sich an, ein großer Weltraumakteur zu werden. Die haben ja auch erklärt, dass sie bis 2049 mit den USA in verschiedenen Dingen gleichziehen wollen. Also es wird immer umfangreicher, überhaupt eine Lage herzustellen, also überhaupt festzustellen, was bewegt sich da. Denn nicht jeder sagt uns ja freiwillig, was er da oben hinbringt. Und dann auch abzuleiten, was wir dort in diesem Kontext in unserer Rolle dann tun können. Ja, es ist richtig, dass wir in der Vergangenheit, und die Technologie ist eben auch rasant weitergegangen, nicht zuletzt durch diese kommerzielle Entwicklung, die wir seit etwa 15 Jahren ja verfolgen, wo kommerzielle Akteure, die hinreichend viel Geld haben und hinreichend viel Ambition haben, wirklich es geschafft haben, Weltraum zu industrialisieren. Heute werden in den USA täglich Satelliten am Fließband, täglich Raketen am Fließband hergestellt. Das kann man ein bisschen mit der Zeit des Automobilbaus vergleichen. Da gibt es übrigens 2 Persönlichkeiten, die ähnlich streitbar sind. Henry Ford hat ja auch ziemlich krude politische Ansichten gehabt, aber er hat den Automobilbau revolutioniert. Ja, und der Elefant im Raum mit Vornamen Elon, ja, der hat ja auch ähnliche, interessante Ansichten, will ich gar nicht kommentieren, aber er hat eines geschafft. Er hat Raumfahrt industrialisiert. Er hat die Kosten runtergebracht, er produziert am Fließband und eröffnet damit eine kommerziell getriebene technologische Entwicklung. Das, was früher Staaten nur sich leisten konnten, machen heute große und auch kleine Unternehmen in den USA, weil sie auch ein Klima haben, wo auch viel mehr Mut zum Risiko herrscht als bei uns, was Investitionen und was Venture Capital angeht. Das ist der Megatrend, dem wir folgen. Die Technologie ist inzwischen so weit, dass wir eben es uns leisten können, mit geringen Startkosten und wiederverwendbaren Raketen Hunderte von Satelliten in den Orbit zu bringen. Wie gesagt, wöchentlich zwischen 20 und 50. Und damit schaffen sie natürlich auch größere Leistungen. Ein großer Kommunikationssatellit, wie früher. Ja, also im geostationären Orbit, der vielleicht 10 oder 20 Kommunikationstransponder an Bord hat, der dann
Point-to-Point-Leitungen hat legen können, wo Sie, wenn Sie mal im militärischen Bild der Bundeswehr bleiben, wir haben 2 große Kommunikationssatelliten im geostationären Orbit, die uns ermöglichen, unsere Einsatzgebiete, früher Afghanistan, Mali, den Indo-Pazifik, wenn ein deutsches Schiff dort unterwegs ist, diese an Deutschland anzubinden. Das sind relativ geringe Bandbreiten im Vergleich zu dem Versprechen von Starlink, dass sie 100 Megabit pro Sekunde mit einer kleinen Antenne für Millionen von Nutzern irgendwo auf der Welt freigeben. Das sind auch unterschiedliche Kundenkreise. Wir brauchen geschützte, dennoch breitbandige militärische Kommunikation. Und deswegen werden wir aus 2 Gründen. Erstens, weil wir das brauchen mit geringen Latenzen. Also deswegen brauchen wir auch den niedrigen Orbit. Und zweitens, weil die Technologie vorhanden ist. Eine große Konstellation bringen. Satcom Stufe 4 nennt sich das, größtes Einzelprojekt in dem 35 Milliarden Budget, das einige 100 Satelliten umfassen wird und das uns, die Bundeswehr und auch Partner in die Lage versetzen wird, überall dort, wo wir eingesetzt sind, auf der Welt verlässliche, breitbandige militärische Kommunikation zu bekommen. So, und das muss natürlich in eine Balance gesetzt werden zu dem, was Sie sagen. Wir vollziehen im Prinzip nur die kommerzielle Entwicklung nach und machen uns natürlich die kommerzielle Technologie, die inzwischen vorhanden ist, militärisch zunutze. Und da spinne ich jetzt einfach mal weiter, wenn wir eben über asymmetrische Kriegsführung reden. Also wenn jeder Konsumer sich eine bessere Internetleitung für was auch immer nutzen kann, um etwas Böses zu machen, ist irgendwo selbstverständlich, dass die Sicherheitskräfte mit was Ähnlichem nachziehen können und dass das geschützter sein muss, dass die Kommunikation verschlüsselt sein muss. Das versteht sich dann wahrscheinlich auch von selbst. Ja, absolut. Und das dritte Thema ist Kontrolle. Ja, Sie können sich heute für günstiges Geld ein Starlink-Terminal kaufen, aber können Sie sicher sein, dass der Elefant im Raum mit Vornamen Elon Ihnen das nicht abdreht. So, wir haben es nun gesehen. Ja, der Ukraine-Krieg liefert ja da einige positive wie negative Beispiele, wie wichtig es ist, geschützt und gesichert und verlässlich kommunizieren zu können und was ihnen wegbricht, wenn das nicht mehr geht. Und all das, da müssen wir sicherstellen, dass wir als deutsche Sicherheitskräfte, allen voran natürlich die Bundeswehr, mit unseren Partnern, nochmal, wir werden das niemals alleine machen, sondern immer im Kontext und natürlich auch ergänzend, komplementär uns mit anderen Systemen zusammenschalten. Das ist übrigens etwas, was uns auch, was Sie vielleicht noch fragen werden, wie schrecken Sie eigentlich einen Gegner ab, uns anzugreifen. Naja, einmal ist dem Gegner klipp und klar zu sagen, du kannst uns vielleicht angreifen, du wirst aber keinen Erfolg haben, weil wir so gut zusammenarbeiten mit unseren unterschiedlichen Konstellationen, dass du vielleicht ein Teilchen rausbrechen kannst, einen Satelliten rausbrechen kannst, aber die anderen 200 funktionieren dann noch. Und wenn das nicht mehr klappen sollte, schalten wir um, weil unsere Partner uns dann aushelfen werden. Und diese Diversität, die schafft Resilienz und das unterstützt auch eine abschreckende Wirkung. Jetzt ist natürlich das Rausnehmen von Satelliten aktiv, ob das jetzt, gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Der Punkt, der jetzt auch in letzter Zeit öfter in den Medien war, ist halt das Stören von Satellitenkommunikation, das Stören von Satelliten. Ich glaube auch Hacking wird auch gemacht. Was ist da Ihrer Meinung nach die in der öffentlichen Wahrnehmung die meist unterschätzte Bedrohung? Oder was passiert momentan, wo vielleicht alles hinten dran gut läuft, dass es unser Eins nicht mitbekommt, aber eigentlich wird da gestört und es ist ein Wunder, dass es keine großen Auswirkungen auf uns hat. Ja gut, also wir sehen leider jeden Tag, dass wir angegriffen, bedroht, gestört, beeinflusst werden. Einige wenige Beispiele. Sie wissen sicherlich, dass in Osteuropa seit Beginn des Ukraine-Krieges permanent satellitengestützte Navigationsdienste gestört werden, mit Auswirkungen auf die Sicherheit im zivilen Flug- und Schiffsverkehr. Macht uns sehr besorgt, ist eine permanente Beeinflussung oder ein permanentes Stören eines raumfahrtgestützten Dienstes, ist allerdings dadurch, dass wir zumindest im kommerziellen und auch militärischen Luft- und Seeverkehr Alternativen haben, alternative Navigationsmöglichkeiten, nicht so schlimm. Die Auswirkungen sind nicht so tragisch. Gleichwohl bringt uns das in unserer Effektivität natürlich runter und wir müssen natürlich auch drüber nachdenken, wie wir so etwas in einem Fall einer Auseinandersetzung dann, wie wir dem begegnen, auch aktiv. So, ein weiteres Thema, was gar nicht so augenfällig ist,
Wir müssen auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir nicht nur über Satelliten reden, also was wir als die Raumsegmente bezeichnen, sondern am Ende über ein Produkt. Diese Satelliten müssen ja erstmal in den Orbit gebracht werden. Da fangen Sie schon mal bei den Lieferketten an. Da mögen Sie nicht unbedingt den chinesischen Chip an der falschen Stelle in Ihrer Rakete stecken haben, der dann im Zweifelsfall möglicherweise nicht das tut, was er soll. Dann bringen Sie das Raumsegment in den Orbit. Das hat dann irgendeine Funktionalität, ob Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation, sei es mal dahingestellt. So, und dieses Raumsegment fliegt da ja nicht alleine rum, sondern das muss geführt, geflogen, gesteuert werden. Und die Produkte, die Services, die dieses Ding bietet, müssen ja irgendwie auf die Erde zum Nutzer kommen. Sie müssen also möglicherweise sehr hochfrequent mit diesem Raumsegment kommunizieren. Ist schon mal gar nicht so einfach, wenn der über dem Südpazifik ist. Da müssen Sie sich was überlegen, wie Sie trotzdem an die Informationen kommen. Und dann muss das Ganze natürlich auch an die Nutzer verteilt werden. Manchmal ist das einfach. Alle, die hier auch stehen, haben heute mindestens schon 5-mal einen raumgestützten Dienst benutzt. Spätestens beim Licht einschalten, spätestens bei der Wettervorhersage. Beim Hierherkommen und allem, nochmal. Aber die Services können auch an anderen Stellen beeinflusst und gestört werden. Und das wird aus meiner Sicht am meisten unterschätzt, dass Raumfahrt oder der Schutz von Weltraumsystemen mitnichten nur im Weltraum stattfindet, sondern einen großen, großen terrestrischen Anteil hat. Stellen Sie sich vor, ein Satellitenkontrollzentrum wie in Oberpfaffenhofen, unser deutsches, da ist eine Demonstration vorm Tor und die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit. Was machen wir da? Ich male hier schwarz, aber das ist mein Job. Und da frage ich mich natürlich auch, also wir haben ja auch bei den Satelliten und bei der Infrastruktur dieses Raumsegment das Problem, dass wir das hier auf der Erde entwickeln und wir bringen es da hoch. Wir können dann eigentlich nichts dran verändern. Das heißt im Prinzip, wir müssen diese Bedrohung antizipieren und müssen sie auch vorher simulieren oder dem aussetzen und sagen, okay, das wird wahrscheinlich im All so laufen. Da stellt sich für mich so die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf, diese Bedrohung zu antizipieren und wie groß macht man sich die Mühe vorab, das zu klären, ob es ein Problem ist? Ja, selbstverständlich. Also Resilienz können Sie ja in verschiedenen Stufen aufbauen. Da setze ich einmal tatsächlich wieder auf das New Space-Verfahren, ja, dass wir nicht mehr 5 Jahre lang irgendetwas konzipieren auf dem Papier, dann es 10 Jahre lang bauen, dann es noch 5 Jahre in der Halle stehen lassen, weil wir keine Rakete haben. Und dann mit völlig veralteter Technik dann in den Orbit fliegen und es 15 Jahre dann dort oben weiter zu betreiben. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Die Innovationszyklen werden immer schneller. Und wenn wir diesem Ansatz folgen, weil Starts verfügbar sind, weil die Technologie da ist, werden wir auch nicht mehr so weit in die Zukunft denken müssen, was wir ja schon festgestellt haben, was gar nicht möglich ist. Vor 15 Jahren hat niemand vorausgesagt, dass es eine derartige technologische exponentielle Entwicklung gibt. Wir als Menschen tun wir uns ja ohnehin schwer, exponentielle Entwicklungen vorherzusagen, in allen Zusammenhängen. Deswegen, da die Zyklen kürzer werden und wir auch davon sicherlich abkommen werden, selbst wenn ich über eine große Konstellation wie Satcom-4 spreche, mit mehreren 100 Satelliten. Es ist ganz bestimmt nicht so, dass diese mehreren 100 Satelliten alle gleich aussehen. Die werden inkrementell nach oben gebracht. Im Prinzip kopieren wir nur das, was Starlink uns vormacht. Die Starlinks schicken gerade ihre 3. Generation, also nochmal, die Konstellation gibt es erst seit 10 Jahren. Der hat vor 10 Jahren angefangen, Starlink aufzubauen. Er hat Modellwechsel gemacht wie Automobilfabriken. Alle 3 Jahre gibt es ein neues Modell. Jetzt schickt er gerade die 3. Generation Starlink-Satelliten nach oben, die mit der ersten überhaupt nichts mehr zu tun hat und deutlich mehr kann als die erste. So, in solchen Schritten gehe ich auch davon aus. Das bedeutet, dass wir auf Bedrohungen, die wir dann erkennen, und auch der Gegner braucht ja eine gewisse Zeit, um sich Dinge auszudenken und sich darauf vorzubereiten. Also was meine amerikanischen Kollegen immer sagen, avoid operational surprise. Sprich, einen guten Blick darauf zu haben, was unsere möglichen Gegner vorbereiten und dann sich sicherlich im 5-Jahres- oder 3-Jahres-Rhythmus schon mal Gegenmaßnahmen zu überlegen. Das ist der eine Schritt. Und von vornherein eben Resilienz in unsere Systeme einzubauen, um wieder mal einen englischen Begriff zu nutzen, never put all your eggs in one basket. Das heißt auch inkrementell Konstellationen zu entwickeln,
von unterschiedlichen Anbietern mit unterschiedlicher Technologie, die aber miteinander zusammenwirken können. Das muss natürlich funktionieren. Macht es einem Gegner schwerer, eine ganze Konstellation außer Gefecht zu setzen. Sei es durch einen Cyberangriff oder durch das Stören einer Verbindung oder durch einen physischen Angriff im Orbit, den wir tatsächlich auch schon zumindest in Ansätzen gesehen haben. Auch sehr aktuell. Ja, ich weiß, in den USA zum Beispiel, die auch eine Konstellation fürs Pentagon aufbauen, da geht es um Raketendetektion, aber auch um Kommunikation und da bewusst mehrere Anbieter für das gleiche Service angeboten haben, auch mit komplett anderem Geld. Und ich weiß, als ich das damals so mitbekommen habe, mir Leute aus Sicherheitskreisen in Deutschland so meinen, boah, das geht bei uns schon gar nicht, weil wir können zwar 2 Angebote einholen, aber wir dürfen nicht beide bezahlen, weil das wäre dann Steuergeldverschwendung. Wir müssen uns für eins entscheiden. Und das heißt im Prinzip, musste, ich weiß nicht, hat sich glaube ich ein bisschen geändert, aber man musste praktisch einmal drin sein und dann konnte man dann weiterhaben. Und dann natürlich denkt man sich jetzt bei diesen 3 Anbietern, zum Beispiel in den USA, da hat es beim einen besser geklappt, beim anderen weniger. Aber natürlich hat man dann auch mehr Auswahl und im Zweifel haben auch 3 Unternehmen was gelernt und man hat Weiterentwicklung dann bei der nächsten Evolutionsstufe. Ne? Ja, absolut. Also Sie sprechen den Transport Layer der Space Development Agency an. Die hat nämlich genau diesen Ansatz verfolgt, dass sie tatsächlich inkrementell und auch parallel von mehreren Anbietern Leistungen abgerufen haben. Und ja, Sie sprechen auch etwas an, was in den USA grundsätzlich anders ist als bei uns. Die Fehlerkultur, die man dort hat. Man weiß, man ist experimentell tätig, man baut etwas Neues auf, man hat wenig Zeit, das zu tun und man hat hinreichende Ressourcen, das zu tun. Genau diese Situation ist bei uns wohlgemerkt erst seit kurzem auch eingetreten. Wir haben 30 Jahre lang unter dem Paradigma gelebt, wir haben kein Geld, aber sehr viel Zeit, weil wir die Bedrohung nicht wahrgenommen haben oder sie nicht wahrnehmen wollten. Was machen Sie, wenn Sie kein Geld und viel Zeit haben? Sie gehen kein Risiko ein. Und dann kommt natürlich auch eine Kultur, wächst auch eine Kultur. So erziehen Sie ja mittelbar auch Ihre Menschen, die in diesen Prozessen arbeiten, dass sie eine Heidenangst vom Bundesrechnungshof haben, und dass sie bitte kein Risiko eingeht und jeder Euro hocheffizient ausgegeben werden muss, ansonsten gibt's Ärger. So, das hat sich gedreht, aber erst seit kurzem. Jetzt haben wir keine Zeit, weil wir innerhalb von wenigen Jahren uns aufstellen müssen, um eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland aufzubauen. Aber wir haben Geld. Was müssen wir also tun? Wir müssen, das ist unausweichlich. Wir müssen mehr ins Risiko gehen. Das heißt, wir müssen auch mal Dinge entwickeln und bauen, die noch nicht komplett bis ins kleinste Detail durchdekliniert sind. Wir müssen parallel entwickeln, um auch mehreren jungen Unternehmen und auch den großen selbstverständlich die Chance zu geben, sich daran zu beteiligen, ohne eine Monokultur zu erzeugen. Und natürlich werden dann auch Dinge schiefgehen. Da wird auch Steuergeld in den Sand gehen. Ja, das ist tatsächlich unausweichlich. Aber am Ende, und das lehren uns tatsächlich die Ereignisse in den USA. In den USA sind selbst so konservative Unternehmen wie Rentenfonds dabei, Venture Capital in Raumfahrt zu stecken. Und das geht auch manchmal schief. Aber am Ende zahlt sich das, und das ist statistisch belegt, für die mehr aus. Also die sind sogar von der Rendite her besser als unsere konservativen Rentenfonds, die nur in festverzinsliche Wertpapiere, weil das ja 100%ig sicher ist, investieren. So, in dieses Investitionsklima müssen wir reinkommen. Da bin ich aber auch ziemlich optimistisch, dass das passiert. Also hier auch auf der ILA spürt man tatsächlich diese Aufbruchsstimmung. Und man spürt tatsächlich auch das Bewusstsein, dass wir am Anfang einer exponentiellen Entwicklung sind. Und es ist spannend, weil Sie das auch mit dem Newsletter angesprochen haben, weil ich war bei den, ich sag mal, die 3 großen Raketen-Startups in Deutschland, High Impulse, Rocket Factory und ESA. Da wurde mir auch gesagt, ja, weißt du, das größte Risiko, was du eingehen kannst, ist kein Risiko einzugehen. Und wir brauchen halt die Geschwindigkeit auch. Und dass man dann mehrere Raketenanbieter oder Satellitenbauer ertüchtigt und es reicht, wenn einer super erfolgreich ist und das dann alle zusammen vorwärts bringt. Das ist, glaube ich, klar. Jetzt auch gerade die Bundeswehr, dieses Modell, ja, der Raketen-Startups auch so sieht, sagen wir, okay, die bauen noch kleine Raketen, hoffentlich nächste Woche vielleicht startet ESA, wir hoffen alle, dass es jetzt erstmal in den Orbit dann auch geht.
das ist ja ein ganz anderes Beschaffungsmodell. Das heißt im Prinzip, es geht darum, irgendwie mehrere Raketenanbieter zu ertüchtigen und im Zweifelsfall auch die Möglichkeiten zu haben, schnell Satelliten nachzuschießen, um so eine Konstellation aufzufüllen vielleicht wieder oder vielleicht auf eine neue Bedrohungslage oder einen neuen geopolitischen Raum eingehen zu können. Ist das etwas, was gesamtpolitisch irgendwie dann im Raum stand oder war das auch ein expliziter Wunsch der Bundeswehr zu sagen, hey, wir wollen diese Fähigkeiten haben? Also wir wollen die Fähigkeiten nicht nur haben, wir müssen sie haben. Ich bin übrigens von allen dreien großer Fan und ich hatte auch die Gelegenheit, mich mit allen dreien schon zu unterhalten. Bei den deutschen Microlaunchern ist eine völlig neue Fähigkeit, die parallel natürlich zu dem, Sie haben auch die großen Raketen angesprochen, da haben wir in Europa ja nun die Ariane 6, hatten die Ariane 5, die zuverlässigste Rakete ever. Es hat am wenigsten Schwierigkeiten und Fehlschläge gehabt von allen auf der ganzen Welt. Das lag aber auch mit daran, dass sie wirklich minutiös bis zum Ende entwickelt hatten, bevor sie gestartet haben. Und das hat natürlich auch jede Menge Zeit gekostet. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum die Ariane 6 eigentlich schon vor 5 Jahren hätte fliegen können. Aber man hat eben sehr perfektionistisch gearbeitet. Ich kritisiere das auch gar nicht. Es ist gut, dass wir einen großen Träger haben. Ein großer Träger ist aber wie ein Autobus. Das Problem, was Sie mit einem großen Träger haben, natürlich können Sie einen 5-Tonnen-Boliden mit dem großen Träger, und den brauchen Sie auch dafür, in den geostationären Orbit bringen. Wir reden aber jetzt von Hunderten von Satelliten, kleinen Satelliten, unter 1 Tonne im niedrigen Erdorbit. So, mit einem großen Träger, wie einer großen Falcon 9 oder einer Falcon Heavy, packen Sie 20, 30 von diesen Dingern drauf, wie Starlink das ja jede Woche mindestens einmal macht. Der große Träger ist wie ein Autobus, wie eine Buslinie. Der fährt Sie genau dahin, wo der primäre Kunde hin will. Und wenn Sie Passagier sind, was ja auch ständig passiert, dann müssen Sie zu der Zeit in das Orbit fliegen, was der primäre Kunde will. Der Vorteil ist, das Ticket ist billig, wie beim Autobus. So, ein Microlauncher ist wie ein Taxi. Der bringt Sie genau dann mit Ihrer Nutzlast dahin, wo Sie hinwollen. Exakt zum richtigen Zeitpunkt und auch sehr reaktionsschnell. Da warten Sie nicht 1,5 Jahre auf den Start. Das kann in Tagen oder Wochen passieren, je nachdem wie Ihre Systeme aufgestellt sind. Sie müssen aber auch dann das Taxi bezahlen. Das ist deutlich teurer, aber auch es gibt Ihnen Flexibilität und Eigenständigkeit. Deswegen bin ich ein großer Fan der deutschen Microlauncher und ich wünsche Ihnen allen dreien, dass Sie wirklich großen Erfolg haben. ESA hat schon Erfolg gehabt, High Impulse hat auch schon Erfolg gehabt. Rocket Factory wird diesen Erfolg sicherlich bald haben. Und dann können wir eben auch auf mehrere Anbieter in diesem Segment zurückgreifen. Und es wird sicherlich auch dazu kommen, dass einige unserer militärischen Raumsegmente dann mit Microlaunchern gelauncht werden, gestartet werden. Und da denke ich auch, ist der Markt groß genug für mehrere. Und das bedeutet ja auch nicht nur, dass wir der einzige Kunde sind. Wenn die mal erfolgreich geflogen sind, dann werden die sich vor Aufträgen kaum retten können. Ja, ohne zu viel zu plaudern, aber ESA hat mir gesagt, dass sie eigentlich bis 2028 schon ausgebucht sind. Und was wir ja auch haben, ist, dass wir viele unterschiedliche Startplätze haben in Europa und dann natürlich auch in Kourou. Und müssen wir auch sagen, jetzt so gerade im letzten Jahr, wir leben auch in einer Zeit der Seeblockaden. Also das heißt, zu sagen, dass ein ganzer Kontinent von einer Startrampe abhängig macht, ist wahrscheinlich keine gute Idee. So. Und dass es wahrscheinlich auch schwieriger ist, praktisch Raketen nach Übersee zu bringen, als auch mit einem LKW oder was auch immer innerhalb von Europa, glaube ich, trägt dann auch zur Resilienz bei, wenn man das machen kann. Wo halt kleine Raketen prädestiniert dafür sind als große Raketen. Wir reden über die Fähigkeiten, Sachen da hochzustarten. So richtig genau, was die Bundeswehr vielleicht an Sachen starten möchte, das vielleicht auch noch Sache ist, die Kriegsführung der Zukunft irgendwie beeinträchtigt. Sie haben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass eine Auseinandersetzung im All nicht unwahrscheinlich ist. In der Weltraumsicherheitsstrategie, da ist klar gesagt, wir brauchen neue Fähigkeiten, also auch gesagt, wir brauchen Regeln. Steht sich das nicht so irgendwo gegen? Also wir sagen, wollen wir aufrüsten, aber wollen wir internationale Regeln, an die sich dann vielleicht keiner hält? Oder Also ich würde militärische Fähigkeiten und Regeln nicht als Widerspruch sehen. Bei allen militärischen Dingen, die wir tun, halten wir uns an Regeln. Das
ist uns ganz klar vorgegeben als Streitkräfte in einer Demokratie, um mal vom Weltraum komplett wegzugehen. Wir halten uns an das Völkerrecht und an unsere Gesetze, auch wenn wir im Krieg sind. Da gelten etwas andere Gesetze als in einer nicht kriegerischen Situation, Gott sei Dank. Aber das können wir auch in den Weltraum übertragen. Der Punkt ist, im Weltraum gibt es derzeit nur ganz wenige Regeln. Es gibt den Weltraumvertrag, der ja 1967 geschlossen wurde, der einzige völkerrechtlich verbindliche Vertrag, der sagt, der Weltraum ist für alle da, es gibt kein Eigentum im Weltraum. Niemand kann erklären, dass ein Stück Weltraum ihm gehört, gilt übrigens auch für den Mond, wird jetzt wieder interessant. Man darf keine Massenvernichtungswaffen im Weltraum stationieren. Das ist gerade sehr besorgniserregend, weil Russland anscheinend an so etwas arbeitet. Wir beobachten das mit großer Sorge. Dann kommt aber auch die Frage, wer will das jetzt wie sanktionieren? Der UN-Sicherheitsrat, der grundsätzlich ja das Gremium ist, für die Weltgemeinschaft solche Dinge zu sanktionieren und dann auch gegebenenfalls militärisch durchsetzen zu lassen. Der UN-Sicherheitsrat wird sicherlich nicht einen Beschluss fassen können, der in diese Richtung geht. Ich bin also leider pessimistisch, was ein Regelwerk angeht, was das Verhalten im Weltraum, also das Responsible Behavior, wie wir es nennen, das Verhalten im Weltraum weiter ausdekliniert und weiter regelt, so dass man sich an Regeln halten kann. Wenn es keine Regeln gibt, hält man sich auch nicht daran und manche halten sich noch nicht mal an die Regeln, die da sind. So, in der Situation leben wir leider nicht Gott sei Dank, sondern tatsächlich leider. Insofern sind auch Auseinandersetzungen im Weltraum nicht unwahrscheinlich. Und wir sehen leider jeden Tag nicht nur jetzt aktive Störungen, sondern tatsächlich, dass sich bestimmte Akteure auf aktives Handeln im Weltraum vorbereiten. Satelliten werden verfolgt. Satellitenverbindungen werden gestört. Es gibt Satelliten, die neben anderen einparken und die Kommunikation abhören. Es gibt Satelliten, die andere packen und abschleppen. Es gibt Raumflugzeuge, Raumgleiter, die Dinge im Orbit einsammeln und sie dann irgendwo hinfliegen. Und andere haben schon bewiesen, dass sie vom Boden aus Satelliten im Orbit mit einer Rakete zerstören können. Mit diesem ganzen Bedrohungsspektrum müssen wir uns auseinandersetzen. Und da zähle ich dann wieder darauf, dass wir zunächst auf ein Konzept der erfolgreichen Abschreckung setzen. Also einem Gegner klar sagen, wenn du uns im Weltraum angreifst, schadest du dir damit mehr als uns oder uns, du wirst damit keinen Erfolg haben. Sondern wir werden dich auf die breite Bühne der Weltöffentlichkeit stellen. By the way, das erfordert natürlich eine präzise Lage, dass wir überhaupt feststellen, dass da was passiert. Und du schadest, wie gesagt, dir selber mehr als uns. So, das ist ein Konzept der Abschreckung. Deterrence by Denial nennen wir das. Das die andere Seite einer Abschreckung, Deterrence by Punishment. Also so nach dem Motto, wenn du das tust, tun wir dir etwas, was dir furchtbar wehtun wird. Nicht zwingend im Weltraum, sondern vielleicht woanders. Ja, das ist eine zweite Möglichkeit, die ich nicht ausschließe. Und der dritte Punkt ist, what if deterrence fails? Also wenn das alles nicht fruchtet, was wir da tun, ja, wir arbeiten daran, dass es fruchtet, dass es nicht zum dritten Fall kommt, wenn wir uns dann tatsächlich im Weltraum aktiv verteidigen müssen. Und selbst dafür werden wir Fähigkeiten aufbauen. Aber nochmal, um zum Anfang zurückzukommen, wir werden das immer regelbasiert machen. Und die Regeln geben wir uns selbst und gestalten sie uns auch selbst. Es gibt zum Beispiel eine freiwillige Selbstverpflichtung, Weltraumschrott zu vermeiden, indem wir zum Beispiel gesagt haben, völkerrechtlich verbindlich bei den UN, wir werden nichts militärisch testen, was zusätzlichen Weltraumschrott erzeugt. Wohlgemerkt testen. Ich schließe nicht aus, dass wir das in einem Krieg, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, auch einsetzen müssen. Ich bin Ihnen bei der Science-Fiction-Wahl auch nah mit Star Wars, eher als Star Trek. Trotzdem ist natürlich, wenn ich über Raumfahrt berichte, ein Grund, warum ich mich für Raumfahrtberichterstattung entschieden habe, war, weil es so unfassbar optimistisch für mich war. Dass ich im Prinzip vor 10 Jahren mitgekriegt habe, was da passiert und was technologisch geht. Ich bin von Haus aus irgendwie Ingenieur und einfach war begeistert, was jetzt los ist und was wir in Zukunft können werden. Wünschen wir aber natürlich, dass wir da rausgehen und den Kosmos zusammen als Menschheit entdecken. Ich bin da schon bei Ihnen, dass wir diese
diese Abschreckung haben, damit wir im Prinzip das nicht zu einem Konflikt es kommen lassen müssen, dass dann jemand denkt, okay, das mache ich besser nicht, weil das schadet mir mit selber. Was ist denn jetzt mit diesen 35 Milliarden und 2030? Was für Fähigkeiten, ganz optimistisch, was werden wir da haben und was unterstützt Ihr Ziel, dass wir besser aufgestellt sind? Ja, also die 35 Milliarden, die magischen, sind tatsächlich gar kein neues Geld im Wesentlichen, sondern das ist einfach eine Aufsummierung dessen, was militärisch geplant ist und was auch in der Weltraumsicherheitsstrategie in den Überschriften und dann auch in den 65 Einzelaufträgen in den 3 Tabellen ganz hinten, die empfehle ich auch jedem nochmal anzugucken. Das sind 65 ganz konkrete Einzelaufträge. So, wir werden in den nächsten Jahren Fähigkeiten erlangen und unsere Fähigkeiten ausbauen. Ich würde das mal so gliedern wollen, in funktionale Fähigkeiten ausbauen. Wir werden also unsere bereits existierende Satellitenkommunikation verstärken und zusätzlich auf neue Basis stellen. SATCOM Stufe 3, nicht 4, besteht aus geostationären zusätzlichen Satelliten, die wir auch in Kürze verbringen werden. Da sind die entsprechenden Verträge schon geschlossen. SATCOM Stufe 4 ist eben die Kommunikationskonstellation, quasi das Rückgrat, nicht nur für das, was am Boden passiert, denn eine moderne Streitkraft braucht sehr viele Informationen bei Plattformen, in den einzelnen Fahrzeugen, in einem Flugzeug, in einem Schiff. Das wird diese Konstellation alles bewerkstelligen. Das ist also ein Ausbau unserer funktionalen Fähigkeit Kommunikation. Zweite funktionale Fähigkeit ist der Ausbau unserer Fähigkeit zur Erdbeobachtung. Und da hat es ja schon sehr, sehr, sehr schnell einen massiven Zuwachs gegeben. Wir nennen es sinnvollerweise Spock 1. Ja, die Abkürzung spare ich mir jetzt, aber Sie wissen, dass es zwischen der Firma ICEYE und Rheinmetall eine Kooperation gibt, die auch die Leistungen der bereits bestehenden kommerziellen Konstellation, und das ist ja hochinteressant, wir kaufen uns, weil es das auf dem zivilen Markt schon gibt, Radarbilder von der Erde ein in einer sehr, sehr guten Qualität, weil die Firma ICEYE bereits Satelliten betreibt, die das können. Unter anderem dafür, dass unsere Brigade, die nach Litauen jetzt verlegt bzw. dort aufgestellt wird, in ihrem Operationsbereich ordentliche Aufklärung bekommt. Und das musste sehr schnell gehen. Also da haben wir wenige Monate dafür gebraucht. So, dann wird es natürlich bei der Bildaufklärung weitere Dinge geben. So, und dann müssen wir Dinge aufbauen, die wir noch nicht haben. Und da lege ich meinen Schwerpunkt drauf. Da, wo wir Dinge schon haben, da werden wir weiter ergänzen, weiter verstärken. Aber wir haben in einigen Dingen noch sehr, sehr wenig bis nichts. Das ist einmal etwas, was bei unserem Generalinspekteur ganz oben auf der Agenda steht. Das ist erweiterte Luftverteidigung gegen Raketen. Es gibt ein Zitat von einem sehr, sehr hochrangigen russischen Anführer, der sagt, wir können euch aus Kaliningrad heraus in 3 Minuten in Berlin erreichen. Also haben wir sehr wenig Zeit, uns dagegen zu wehren. Wir müssen also rechtzeitig erkennen, dass dort etwas vorbereitet oder gestartet wird. Das Zauberwort heißt Satellite-Based Missile Detection. Also Satelliten mit Infrarotsensoren, die Raketenstarts erkennen und dann ganz, ganz schnell unsere Abwehrsysteme informieren, damit die noch rechtzeitig hochfahren und das bekämpfen können. Da sind wir noch sehr stark auf Unterstützung von außen angewiesen. Das wollen wir souverän europäisch. Da gibt es auch europäische Initiativen, Joule und Twister und Odin's Eye, um die mal zu nennen. Da wollen wir uns sehr, sehr stark dran beteiligen, weil wir eine große Bedrohung mit solchen hypersonischen Flugkörpern und ballistischen Raketen sehen. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist eben, dass wir in die Lage kommen, nicht nur sehr flexibel und schnell Dinge zu ergänzen, zu starten. Stichwort Responsive Space, das gehört da auch mit dazu. Wir haben vorhin über die Microlauncher gesprochen, sondern dass wir dann auch die Fähigkeiten entwickeln, aktiv im Weltraum zu agieren. Das sind nicht nur Satelliten, sondern das sind bodengebundene Systeme. Wir werden eine Reihe von Sensoren kaufen. Manches ist schon auf dem Weg. Wir bauen gerade in Meßstetten im Süddeutschland ein sehr leistungsfähiges Weltraumteleskop auf, das jetzt nicht Astronomie macht, sondern das Satelliten beobachtet. Wir haben bereits in Spanien ein großes Radargerät gekauft, was wir hier in Deutschland aufstellen werden,
was ganze Raumsegmente beobachten kann und alles sieht, was da durchfliegt. Das werden wir sukzessive ergänzen. All diese Sensoren, die kosten natürlich auch Geld. Wir haben mit der Raumfahrtagentur die Vereinbarung, dass die Raumfahrtagentur auch Laserentfernungsmesser kauft und die dann mit in unser Netzwerk einbaut. Und dazu werden wir uns zulegen auch aktive Wirkmöglichkeiten. Wir sehen, dass die Gegenseite elektronisch stört, sowohl Navigation, also auch Kommunikation, als auch Beobachtung mit elektromagnetischen Störern und mit Lasern. Ja, was machen Sie, wenn Sie nicht fotografiert werden wollen? Sie leuchten dem Fotografen mit einer starken Taschenlampe ins Gesicht oder in seine Kamera. Genau das, diese Technologie gibt es bereits. Können Sie mit Aufklärungssatelliten im Weltraum auch machen. Andere haben diese Fähigkeit bereits. Wir werden sie uns zulegen. Und dann gehen wir natürlich auch in den Weltraum, sagen, wenn andere uns hinterherfliegen können, und uns inspizieren, um uns rundfliegen und einparken, dann können wir das auch. Die Technologie ist da. Wir werden also uns Inspektorsatelliten zulegen, die dann natürlich aufklären, inspizieren können, die aber auch in weiterer Sicht dann gegebenenfalls auch Dinge tun können. Und da fällt mir noch was ein, da hatte ich ganz gestaunt. Also erstmal hatten Sie ja angesprochen, diese Raumflugzeuge, die Sachen aussetzen und einsammeln. China und die USA betreiben, also die starten ja auch regelmäßig. Und in der Sicherheitsstrategie habe ich gestaunt, weil da war explizit von der Bremer Firma die Rede, nämlich Polaris. Steht das da in diesem Zusammenhang oder geht es da eher um Hyperschall oder könnt ihr dazu was sagen? Also in der Tat, also der Firmenname steht da nicht explizit drin, höchstens im Quellenverzeichnis, das mag sein. Aber ja, tatsächlich, es sind 2 der 65 Aufträge, da steht drin, dass wir Inspektorsatelliten und wiederverwendbare Raumflugzeuge entwickeln, bauen und betreiben werden, die, und das ist ja eine weitere Fähigkeit, die auch nahelegt, dass die Dimensionen Luft und Weltraum immer mehr zusammenrücken. Ein solches Raumflugzeug, im Unterschied übrigens zu denen, die die USA und China betreiben, die starten die vertikal oben auf einer Rakete, dann fliegen die raus und landen sie dann aerodynamisch, also im Prinzip so wie das Space Shuttle, nur kleiner. Dieses Raumflugzeug startet auf einem normalen Flugplatz, geht mit normalen Jettriebwerken irgendwo raus, dann wird ein quasi Raketentriebwerk gezündet und bringt das sehr hoch in die Atmosphäre mit Hyperschallgeschwindigkeit. Und dann klingt eine zweite Orbitalstufe aus, die den Satelliten ins Orbit bringt. Und dieses Raumflugzeug kommt wieder und landet und ist nach wenigen Stunden wieder einsatzbereit. Das gibt uns eine enorme Flexibilität, nicht nur um Dinge in den Orbit zu bringen, und zwar in beliebige Richtungen, in beliebige Inklinationen, von nahezu beliebigen Punkten auf der Welt, weil sie mit diesem Flugzeug luftbetankbar quer über den Atlantik fliegen können. Sondern es gibt uns auch die Möglichkeit, mit diesem Hyperschallflugkörper, der das ja gleichzeitig ist, auch andere Missionen zu erfüllen, anstatt Satelliten in den Orbit zu bringen. Und ja, das ist unser klarer Anspruch, so etwas zu entwickeln. Und es gibt ein deutsches Unternehmen, Sie haben es genannt, bin ich übrigens auch ein großer Fan von, nicht nur mit den 3 Microlaunchern, sondern mit diesem Unternehmen beschäftige ich mich natürlich auch sehr und wünsche denen wirklich alles Gute, damit sie mit ihrer Entwicklung auch sehr, sehr schnell vorankommen. Also das wird in unserem Portfolio sein und wir werden damit wirklich auch neue Möglichkeiten eröffnen, an der Grenze des Weltraums, ober- und unterhalb der Grenze von 100 Kilometern dann auch aktiv, dynamisch zu agieren. Und da geht der Trend auch hin, muss man sagen. Vor 10 Jahren hat man gedacht, naja, wir fliegen nur mit großen orbitalen Satelliten und machen Bilder und kommunizieren und benutzen Weltraum als Enabler. Das ist vorbei. Weltraum ist ein Gefechtsfeld, um die amerikanischen Zitate mal auf Deutsch zu übersetzen. Space is a warfighting domain. Genauso wie die 4 anderen auch. Ich bin ja großer Apollo-Fan und jetzt muss man sagen, Apollo oder das Space Race irgendwo auch militärisch motiviert, aber hatte dann, ein Mensch, der auf den Mond gelaufen ist und für die gesamte Menschheit da ist und der, glaube ich, jeden Technikinteressierten denkt an diese Mission und denkt, wie großartig das ist. Ich weiß von Ihnen, dass Sie als kleiner Junge das mitbekommen haben, auch wahrscheinlich ein Schlüsselmoment, um Raumfahrtfan zu werden. Wenn jetzt ein 12-jähriges Mädchen hier heute zuschaut oder sich für Raumfahrt interessiert, was können Sie dem Mädchen mitgeben?
warum Raumfahrt so genial ist und warum es genau richtig ist, sich da hinzuentwickeln. Also ich danke Ihnen wirklich, wirklich sehr für diese Frage. Ich kriege immer noch Gänsehaut, weil ich mich an diesen Moment, wo mein Vater mich nachts um 3 rausgeholt hat und gesagt hat, Junge, wir setzen uns hin vor unseren Schwarz-Weiß-Fernseher und sehen, wie Weltgeschichte gemacht wird. Mein Vater war Raumfahrtenthusiast, hat mich in diesem Moment zu einem gemacht. Und seitdem ist diese Inspiration, die in der Raumfahrt liegt, nicht nur jetzt rauszufliegen, dem Entdeckergeist zu folgen, sondern um auch Technologie beherrschbar machen, unsere Grenzen zu verschieben, nach außen weiterzukommen, den Mond zu besiedeln, vielleicht den Mars zu besiedeln, vielleicht auf Asteroiden Milliarden von Euro in Gold zu finden. Aber diese Inspiration, die in dieser Raumfahrt liegt, die ist, glaube ich, für immer. Das heißt, diese Apollo-Momente, die wird es im nächsten Jahrzehnt garantiert wieder geben in anderer Form. Und aus dieser Inspiration würde ich dem jungen Mädchen sagen, hey, schau dir das an, nimm an dieser Inspiration teil und werde auch zur Weltraumenthusiastin. Ja, studier Luft- und Raumfahrttechnik und helfe mit, diesen großen Menschheitstraum zu verwirklichen. Also sehr schöne Worte. Herr Generalmajor Traut, das war ein tolles Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen lieben Dank für dieses schöne Interview. Danke.